Vor knapp 3 Jahren habe ich angefangen, diesen leeren, langweiligen Raum umzufunktionieren in ein hochmodernes YouTube-Studio. Seitdem versuche ich euch auch eine Studiotour zu geben, aber ich war immer nicht ganz zufrieden mit der Kamerapositionierung und mit dem Schreibtisch und so weiter und so fort. Heute habe ich es aber endlich geschafft, nach 3 Jahren alles fertig einzurichten und möchte euch heute das Studio einmal zeigen. Und ich würde sagen, wir starten vor der Tür. Die Tür verrät schon ein bisschen, was hier hinter passiert. Hier ist eine Kamera, da ist eine Kamera, es wird gefilmt. Mit diesem Türschloss mit Fingerabdrucksensor komme ich dann hier in das Studio rein und als erstes sieht man direkt die Fläche, wo ich meine Videos dann auch aufnehme. Da kommen wir gleich zu. Wir gehen erstmal hier rüber zum Schreibtisch. Der Schreibtisch sieht wirklich sehr gut eingerichtet aus, ist er auch, aber tatsächlich sitze ich ganz selten hier. Meistens schneide ich meine YouTube-Videos tatsächlich zu Hause in meinem Büro und nicht hier, aber ich versuche in Zukunft mehr auch hier die Videos zu schneiden. Der Vorsatz hat schon mal ganz gut geklappt. Wie ihr sehen könnt, ich bin gerade im Studio und schneide gerade das Video, was ihr gerade seht. Ganz links haben wir einmal das MacBook Pro mit M1 und dann hier in so einem MacBook Dock, dass das alles gut verbunden ist. An der Stelle nochmal vielen Dank an Ascrono, dass sie mir diesen MacBook Stand kostenlos zur Verfügung gestellt haben und damit das heutige Video sponsern. Ich habe ein ganzes Video zu dem MacBook Stand schon auf meinem Kanal hochgeladen. Könnt ihr euch einfach oben rechts in der Infocard jetzt angucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Link zum Ascrono MacBook Stand ist auch in der Videobeschreibung. Letztendlich ist es einfach ein Pass-Through von euren Anschlüssen, sodass ihr euer MacBook nur noch reinsliden müsst und direkt starten könnt. Jetzt aber weiter mit der Studiotour. Dann haben wir hier in der Mitte einen großen LG Ultrawide Monitor, da kann man perfekt drauf schneiden, weil es relativ breit ist. Hat man viel Platz in der Timeline bei Final Cut. Das ist das Schnittprogramm, womit ich all meine Videos schneide. Außerdem rechts und links die Edifier MR4 Lautsprecher. Das Video ist relativ gut bei euch angekommen, ist eins der bestperformenden Videos zu diesen kleinen Lautsprechern. Und dann haben wir hier noch eine Apple-Tastatur mit Kabel, sogar eine ältere noch. Ein Trackpad, das ist auch wichtig zum Videoschnitt und eine Logitech MX Master. Die nutze ich sehr gerne, weil die ergonomisch ist und noch ein paar extra Scroll Reels hat für die Timeline. Hinter mir ist einmal so ein Regal mit so ein paar Deko-Elementen, würde ich fast sagen. Also MacBook-Kartons vom iPhone 5S und so weiter. Unten so ein paar Bücher von Supreme und Virgil Abloh. Also einfach ein bisschen Deko, was mich inspiriert. Nichts Großes. Auf der Seite ist dann noch ein kleines Sideboard. Da ist einmal der Original HomePod, der erste drauf. Der hat auch wirklich guten Sound hier im Studio. Daneben sind Fake-Pflanzen und da in den Schränken sind einfach Kaffeekapseln und sonstige Sachen wie Tassen und Kabel und so weiter. Der Schreibtisch ist übrigens höhenverstellbar. Das heißt, wenn ich dann mal im Stehen arbeiten möchte, brauche ich nur einen Knopf drücken. Dann erhöht sich das Ganze. Wie gesagt, mache ich aktuell leider viel zu selten. Aber in Zukunft hoffentlich mehr hier, denn ich habe ein Video geplant, wo ich auch auf so einem Laufband arbeiten möchte für einige Zeit. Und da ich zu Hause keinen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, muss ich das sowieso hier machen. Fahren wir den mal wieder runter und gehen weiter zur nächsten Ecke. Hier ist ein Sofa. Jetzt fragt man sich, warum braucht ein YouTube-Videostudio ein Sofa? Das habe ich mir abgeguckt von Linus Tech Tips, der extra so ein Living Room Setup hat, um zum Beispiel Fernseher, Soundbars und so weiter zu testen, dass es aussieht wie bei euch zu Hause. Letztendlich habe ich hier, glaube ich, nur 2 Videos gefilmt, hat sich also nicht ganz so gelohnt, das einzurichten. Einfach aufgrund der Schräge ist es hier ein bisschen limitierend mit der Belichtung und deswegen kann man das hier nicht gut ausleuchten, also filme ich hier selten. Aber letztendlich kann man sich die YouTube-Videos dann hier einmal in groß anschauen. Darunter ist die Medion Soundbar, bekannt aus meinen Soundbar-Videos. Und übrigens viele Dinge, die ich euch hier zeige, haben ein extra Video auf meinem Kanal schon mal gehabt. Und das werde ich euch einfach oben rechts in der Infocard einmal verlinken. Dann könnt ihr euch das etwas genauer anschauen, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel für die Soundbar interessiert. Oder die Kaffeemaschine, denn die ist tatsächlich auch aus dem Kaffee-Kapsel-Maschinen-Vergleichsvideo hier auf meinem Kanal. Hier neben sind so ein paar Kapseln und das ist die einzige Maschine, wo ich dann hier im Studio mal einen Espresso oder sowas trinke. Darunter ist der Kühlschrank, der ist jetzt gefüllt mit Red Bull und Cola. Hier drunter haben wir eine PlayStation 4 Pro und eine Xbox One S. Die hatten zu Hause keinen Platz mehr, deswegen sind sie rausgeflogen und stehen jetzt hier. Aber auch hier werden sie nicht wirklich benutzt. Aber sieht ganz cool aus, finde ich. Hier immer noch ein kleiner Reminder, Dream Big. Das kann man perfekt sehen von dort, wo ich sitze und die Videos aufnehme. Kann man genau da hingucken. Auch immer eine kleine Motivation. Daneben noch die 3000 Abonnenten, die ich am 6. November 2023 erreicht habe. Auch einfach als Motivation, dass man, egal wo man hinschaut, immer so ein bisschen Motivation bekommt, was zu machen, ein Video aufzunehmen und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir zum Herzstück sozusagen.
da wo die Videos aufgenommen werden. Das ist mein Tisch, der ist höhenverstellbar auch, je nachdem wie groß die Sachen sind, die ich hier auf dem Tisch zeigen möchte. Auf der Kamera sieht der Tisch deutlich größer aus, als er in echt ist, also so wirklich groß von der Tiefe her und so weiter ist er nicht, aber ich habe ein Weitwinkelobjektiv 11 bis 16 mm auf meiner Hauptkamera, das ist die Blackmagic 6K Pro. Und als Zweitkamera habe ich die Sony ZV-E10, das ist auch gleichzeitig meine Vlog-Kamera, wo ich zum Beispiel meinen USA-Vlog mit aufgenommen habe. Und die ist dort als B-Kamera seitlich platziert. Und wenn ich dann Top-Down-Shots machen möchte, dann kann ich die einfach da abschrauben. Das ist hier so ein Quick-Release-System. Kann ich sie hier oben dran schrauben und dann eine schöne Top-Down-Perspektive machen. Viele haben auch in diverse Videos geschrieben, dass ich ja das komplett ablesen würde, was ich sage. Das war, glaube ich, in 2 Videos vor einigen Jahren auch mal der Fall. Da hatte ich einen Teleprompter hier aufgebaut. Aber seitdem habe ich den auch wieder abgebaut, weil es mich selber gestört hat. Und das heißt, alle meine Videos sind nicht abgelesen, sondern ich habe hier mein iPad, wo die Stichpunkte draufstehen, was ich sagen will, damit ich nicht vergesse, was ich zum Beispiel als Fazit für irgendein Produkt mir notiert habe. Aber dann gucke ich mir das an, lerne es quasi auswendig und sage es dann frei in die Kamera, auch wenn ihr das manchmal anders seht. Genau, und hier drunter ist ein MacBook Pro von 2014, das habe ich mal kaputt gekauft und selber repariert. Das ist quasi der Monitor, der mir zeigt, wie dann das Bild aussieht, weil die Blackmagic hat kein Flip-Out-Screen. Meinen Ton nehme ich auf mit dem Rode Wireless Me. Das ist das günstigste Rode Wireless Mikrofonsystem, was die so haben. Funktioniert aber sehr gut und das ist dann verbunden mit dem Lavalier-Mikrofon, was hier auch gerade an mir dran hängt. Deswegen ist es nicht hier. Aber manchmal geht das auch leer, vor allen Dingen, wenn ich 3-4 Stunden am Stück hier Videos aufnehme, merkt man manchmal gar nicht, dass es leer geht. Und deswegen ist hier drüber noch ein XLR-Mikrofon, das ist auch in der Blackmagic drin, sozusagen ein Notfall-Backup, falls das mal leer geht, das Rode, weil das geht irgendwie nach 10 Stunden oder sowas ist das Ding leer. Dann nutze ich das weiter und freue mich dann jedes Mal im Schnitt, wenn ich feststelle, dass das hier ausgefallen ist, dass ich noch ein Backup habe. Das Lichtsetup ist jetzt gerade heller als normal. Die Lichter da oben sind eigentlich aus. Ich habe hier nur mein Keylight. Das ist das Aputure Amaran 100D mit dem Aputure Light Dome SE und hier vorne ist so ein Grid. Daneben habe ich das Fill-Light. Das ist das Aputure MC. Das ist ziemlich klein. Da will ich noch mal ein größeres organisieren, damit auch die andere Seite gut belichtet ist. Und oben in der Ecke habe ich noch ein Hairlight, das ist auch das Aputure 100D, was einfach hier so ein bisschen nochmal Licht an meine Haare bringt. Genau, das ist eigentlich alles hier, was dieser Schreibtisch hier zu bieten hat. Also eigentlich ist das ein Schreibtisch. Und hinter mir ist ja, das Alon Reviews Logo, Neon Sign. Finde ich richtig cool. Jedes Mal, wenn ich das sehe, freue ich mich, dass ich das habe. Habe ich mal ein Video auch zugemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja, das ist also hier fest installiert an der Wand. Daneben ist ein kleines Regal, da ist der Subscriber-Counter, wie viele Abonnenten wir gerade haben, 3300 Stück. Und hier hinter, damit es ein bisschen farblich nochmal sich abhebt, ist auch nochmal ein Aputure MC. Ich finde, dass es mit der Farbe halt ein bisschen cooler aussieht. Deswegen ist das dahinter. Muss ich aber jedes Mal laden, ist ein bisschen umständlich. Dann können wir jetzt mal hier hinter die Wand gehen und das ist hier relativ eng, aber wir fangen mal mit dieser Lampe hier an. Das ist eine Godox-Lampe, die ist eigentlich zum Tauchen gedacht, aber hier liegt sie einfach auf dem Balken und leuchtet ein bisschen diese Paneele hier an. Das sieht, finde ich, ganz cool aus in der Hauptperspektive. Wenn man zu nah dran geht, sehen sie nicht mehr so cool aus, aber von da hinten, wo die Kamera steht, ist es eigentlich ein schöner Hintergrund und unten kommt dann mit so einer Hue-Lampe in Blau nochmal ja, so eine andere Farbe von unten, finde ich ziemlich schick. Übrigens, was ich überlegt hatte, falls ihr mal sehen wollt, wie so ein ganzes Alon Reviews Video entsteht, jetzt habt ihr das Studio fast schon komplett gesehen, aber ich kann euch auch mal zeigen, wie ein Video entsteht, also von der Ideenfindung über die Aufnahme mit dem Schnitt und so weiter. Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann mache ich so ein Video auch gerne mal für euch. Jetzt kommt aber mal hier hinter die Wand. Das ist relativ eng hier wegen der Schräge. Die Wand haben wir auch extra beim Studiobau mit eingezogen, dass man mich quasi vor einer geraden Wand sieht und nicht vor so einer Schräge. Das fand ich immer nicht so schön. Und so haben wir ein bisschen Platz gewonnen, um Sachen zu verstauen. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn man jede Woche ein neues Video macht über ein Technikprodukt, dann sammeln sich auch einige Technikprodukte an. Und die sind hauptsächlich in diesen 4 Kisten hier aufgeteilt. Und die Produkte, die ich noch nicht gefilmt habe, also die noch ein Video brauchen sozusagen,
sozusagen. Die liegen in dieser Ablage. Da ist gerade relativ viel drin, manchmal ist da gar nichts drin und das braucht alles noch ein Video. Und hier drüber ist auch wieder einfach nur Deko, dass es schick aussieht. Und hier lade ich meine Kameraakkus. Das also in dieser Ecke. Und hier haben wir auch nochmal so ein kleines Sideboard. Da sind Stative und noch andere Lampen und so weiter drin. Benutze ich aber auch selten. Greenscreen ist da noch und ein Gimbal. Den habe ich leider erst einmal benutzt, aber er steht hier und ich weiß, ich kann ihn jederzeit benutzen, wenn ich will. Es passt aber nur meine kleinere Vlog-Kamera drauf und nicht die große Blackmagic. Das ist also hinter der Wand vom Studio zu sehen und ich würde sagen, das war es auch schon mit der Studiotour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mal ein Video wollt, wo ich euch den gesamten Prozess zeige, wie ich ein Video erstmal brainstorme, dann die Ideenfindung, was will ich sagen, aufschreibe, alles erstmal sozusagen mit Stichpunkten durcharbeite, dann euch zeige, wie ich hier das Video aufnehme und am Ende auch schneide. Schreibt das einfach in die Kommentare, dann mache ich mal so ein Video für euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein zukünftiges Video mehr verpasst. Und denkt auch dran, bis zu den 4000 Abonnenten gibt es für jeden 10. Abonnenten auch noch einen Baum bei Team Trees. Also tun wir noch was Gutes für die Umwelt. Wenn ihr noch Behind-the-Scenes-Content sehen wollt, was hier im Studio so passiert, wo ihr immer up-to-date seid, dann folgt mir auf Instagram. Das ist jetzt auch hier eingeblendet und in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. The club, them want flex with us, to get next with us, and now vex with us.